Valerie hier, euer Bastelwal. So, heute bastle ich eine richtig einmalige Osterkarte, Schüttelteile aus Schrumpffolie und eine gewölbte Fensterteil. Das kann jeder machen. Die Schrumpffolie schneide ich zuerst mit meiner Stanzmaschine aus. Nun, ich denke, ich bekomme besseren Druck, wenn ich eine kleine Platte oben drauf habe. Ist nicht komplett durch, aber es lässt sich ausbrechen. Und ein kleiner Küken, ist auch gut. Und noch eine Hase. Jetzt mache ich das gleiche mit dieser durchsichtige. Und jetzt nehme ich vielleicht kleine Blüte, eine Blume. Gut geschnitten eigentlich. Besser als das Weiße. So wie immer wollte ich ein bisschen rumexperimentieren, deswegen habe ich nicht nur weiße Schrumpffolie genommen, sondern auch transparent. Letztendlich war es egal. So, da haben wir unsere Ausbeute. Also sind die nicht süß? Also richtig toll. Und ja, jetzt werden wir eine Karte damit füllen. Komm, Häschen. Ich werde alle diese Teile jetzt aus 300 Gramm Cardstock schneiden. Das ist einfach Druckerpapier. Man kann es auch so dick kaufen. Dann kriegt man 100 Blatt für wenig Geld. Und jetzt werde ich die größeren Teile genauso färben, aber nur einseitig. Und jetzt geht es um das Besondere, das gewölbte Teil. Vom PET-Folie brauchen wir ein Stück so groß wie unser, oder ein bisschen größer als unser Ei. Und das kann man auch aus irgendeiner Verpackung nehmen oder mobile Folie oder Windradfolie kaufen. Solche Verpackungen sind immer richtig nützlich. Da steht PET, darauf muss man ein bisschen gucken, dass es der richtige ist. Das lässt sich mit
Wärme formen. Und ich schneide ein Stück hier aus und dann können wir das beliebig verformen. Um das zu machen, brauchen wir eine Form. Also ich will jetzt ein Ei in mein PET-Folie pressen. Und so habe ich ein Fenster, wo das hineinpassen kann. Und es geht, Form hier ist ein bisschen dünner als der Stapel von dieser Fensterteile. Man könnte dickere Materialien nutzen, dickere Pappe, wenn man das schneiden kann, aber es muss dann den Druck aushalten, was man im Ofen auf diese Teile dann stellt. So, mein PET-Folie sitzt über das Loch und dann meine Form darauf. Die sind 4 mm auseinander. Das könnte jede beliebige Form sein. Und ich habe 20 mal Fensterstück, 16 mal die Formen. Die Folie muss man richtig seitlich festmachen, dass wenn die Folie verformt, das wird dehnen müssen, um ins Loch zu kommen. Es darf nicht einfach hineinflutschen, sonst bekommt man Verformungen. Vorsicht, dass diese Klebefilm nicht hier ins Loch geht, sonst klebst vielleicht auf der schöne PET-Folie, wenn es hinuntergedrückt wird, und dann bekommt man Verfärbungen. Backblech, auch ein Backblech oder zumindest irgendetwas genauso groß oder größer als der PET-Folie obendrauf. Es muss nur 110, 115 Grad aushalten können. Und dann ein Gewicht darauf, dass dieses Teil hier hinunter gepresst wird ins Loch hier, nimmt diese PET-Folie mit. Und wenn das alles plan ist, dann hat man ein Fenster genauso dick wie dieser Stapel hier. So, einige Fehler, aber letztendlich hat es doch gut geklappt und ich habe einige schöne Karten gemacht. Ich habe eine weiße Faltkarte gewählt, Basics, und ich habe dann eine schöne grüne Cardstock, schöne Osterfarbe. Ich will nur das Stück hier abschneiden. So kann ich das hier haben und dann für hier unten will ich was anderes machen. Mein Ei wird hier durchschauen. Es wird dann hier verdeckt von dem Grünen. Ich schneide dann ein Ei hier raus. Dann kommt dieses Teil hier. Das muss ein bisschen tiefer sitzen. Dass das hier unser Ei ein bisschen überdeckt. Dass das Schüttelzeug verschwindet. Das können wir ruhig ein bisschen runter tun. Da vielleicht ein schöner Grasrand. Ich kann mein Ei markieren mit meinem Fensterteil von der PET-Formungsaktion. Oh ja, okay. Irgendwo hier schneide ich dann aus. So, mein Fenster ist ziemlich tief. Ich habe so 2 Überbleibsel von ein anderes Projekt von Moosgummi, 2 mm. Ist schon mit teilweise mit Klebstoff
versehen. Ich werde das hier aufbauen, um über den unteren Teil vom Ei zu kommen. Also das muss dann hier, aber mit einem Ausschnitt für das Ei hier. Erstmal schneide ich ein bisschen Ei hier raus und dann sehen wir, wie viel ich brauche von unten. Erstmal zusammenkleben. Jetzt bereite ich die Ränder von der Faltkarte vor. Bisschen Schmirgelpapier, dass es alles schön glatt ist und dann eine passende Stempelfarbe. Die Ränder verzieren. Gleichfalls für die anderen Cardstock-Teile. Jetzt fangen wir an mit dem Zusammenbauen. Super Schüttelteilchen. Nur noch ein Gruß in eine schöne Wolke und dann ist die Karte fertig. Probier's mal aus. Ich bin gespannt, ob es euch auch gelingt. Sagt Bescheid bitte unten in den Kommentaren. Tschüss, bis zum nächsten Mal mit Bastelwahl.